Es ist ein Tag, der in die Geschichte Tschechiens einging. Es ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen, die das Land je getroffen hat. Mit über 400 km/h zieht ein Tornado eine Schneise der Verwüstung durch den Süden Tschechiens. 6 Menschen sterben, über 200 werden verletzt, mehrere Ortschaften werden dem Erdboden gleichgemacht. Nach dem Tornado ist in Tschechien eine große Diskussion darüber entbrannt, ob solche Stürme eine Auswirkung des Klimawandels sind oder nicht. Prinzipiell sind Tornados in Europa nicht ungewöhnlich. Es kommt immer wieder zu Unwetterstürmen, die durchaus auch heftig ausfallen können. Ein einzelner Tornado, ein besonders heftiges Gewitter oder Hochwasser sind also noch kein Beweis für den menschengemachten Klimawandel, erklärt mir der tschechische Meteorologe und Klimaforscher Alexander Arch. But when once it's existing, the conditions that are surrounding these storms, including tornadoes and hurricanes, are different. So we have more energy in the system, you have more moisture in the system, you have more heat, more water can evaporate. So it's basic energy balance. We are keeping the water, hotter and hotter. It's boiling, so you have more turbulence, more extremes that are, manifesting in this way. So that's how I would describe the influence between tornadoes or weather extremes in general and climate change. Es ist also die Summe an Extremwetterereignissen, wie Hitzewellen, Stürme oder Überflutungen, die auf den Klimawandel rückschließen lassen. Und schaut man sich die Modellrechnungen der Wissenschaftler an, so zeigen sie ein deutliches Bild für die Zukunft. The rate of change is increasing. So the change that we observed during the past 10, 20 or 30 years will be or was much smaller than the change that we will experience in the next 5, 10 or 20 years. So the impacts are cumulative and they are speeding up. In erster Linie dafür verantwortlich sind unsere Treibhausgasemissionen. Je mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, desto mehr Wärmestrahlung wird auf die Erde reflektiert. The faster we stop emitting, the sooner the damage will stop increasing. So that's the basics. So the sooner we reach, so-called carbon neutrality, the damage will be smaller. Nur so lässt sich die Erwärmung unserer Erde begrenzen. Maximal 1,5 Grad empfiehlt der Weltklimarat. Ein Ziel, mit dem man das Schlimmste verhindern könnte. Laut neuesten Untersuchungen von Wissenschaftlerinnen wohl aber nicht erreicht werden kann. Aber was passiert, wenn sich die Erde um mehr als 1,5 Grad erwärmt? I think the best analogy is to human body and the temperature of human body. Once your body temperature rises by 1 degree, you already feel kind of ill and you know that something is not okay. Another degree, more than 2 degrees of your normal temperature is already, you really have to deal with the symptom and you know that something is very wrong. And these are just 2 degrees. If you further increase your temperature, it's life-threatening. And the same is with the global temperature. You don't need to have too big of an increase to have really irreversible impacts for ecosystems. So that's why these 2 or ideally 1.5 degrees. It doesn't mean that we will avoid huge damages. It's already happening, but we should be able to avoid, let's say, something we cannot control in the future.